Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Lisanne, ich studiere Archäologie mittlerweile schon im 3. Semester in Leiden in den Niederlanden und ich möchte dir heute was über Runensteine beibringen. Stell dir vor, du läufst so einen Feldweg entlang, nichts ahnend, und dann steht auf einmal so ein großer Stein mit eingeritzten, geheimnisvollen Zeichen vor über 1000 Jahren aufgestellt, um jemandem zu gedenken. Das ist ein Runenstein. Ja, Runensteine geben uns einen Einblick in die damalige Welt der Wikinger, weil sie eben die Gedanken der Menschen schriftlich erfasst haben. Runensteine kommen ursprünglich aus Dänemark, mittlerweile findet man die meisten aber in Schweden, vor allem in Uppland, das ist nördlich von Stockholm, also an der Ostküste Schwedens. Um das Ganze mal in Relation zu setzen, in Schweden gibt es mittlerweile 2500, die gefunden wurden, in Dänemark 250 und in Norwegen 50. Und dann gibt es noch so einzelne Funde im Baltikum, in Grönland und auf den Färöerinseln. Ja, wie man aber sieht, mit Abstand die meisten sind in Schweden zu finden. Und es ist auch mit Sicherheit noch nicht jeder Stein gefunden worden, weil das Land halt sehr dünn besiedelt ist und dementsprechend noch wahrscheinlich einige nicht entdeckt wurden. Die Sprache auf den Steinen ist Altnordisch bzw. Runennordisch und es gab natürlich immer örtliche Abweichungen, aber man kann das Ganze unterteilen in den Older Futhark und den Younger Futhark. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich bin mir unsicher. Genau, die ältere Version gab es zum Beispiel vom 1. bis zum 8. Jahrhundert nach Christus und die hatte 24 Runen. Also Runen sind quasi wie einzelne Buchstaben gewesen. Und im 8. Jahrhundert wurde diese Version dann von der neueren, jüngeren Version abgelöst. Und die gab es dann bis zum 11. Jahrhundert. Die hatte aber nur noch 16 Runen. Und ihr könnt euch vorstellen, das macht es für uns Archäologen schwierig, weil unser Alphabet heutzutage sehr viel mehr Buchstaben hat als 16. Und dementsprechend hat eine Rune bei uns heutzutage mehrere Bedeutungen, was das Ganze nicht einfacher macht zu übersetzen. Ja, wofür wurden diese Runensteine jetzt überhaupt benutzt? Meistens war es so, entweder es wurden die Toten geehrt damit oder man wollte Macht demonstrieren. What a surprise! Und es war halt die frühe Form der öffentlichen Kommunikation, also sozusagen die Steinzeit-Zeitung, wenn man das so sagen kann. Ich nenne euch mal ein Beispiel, um das Ganze anschaulicher zu machen. Und zwar steht in Gripsholm in Schweden ein Stein, den habe ich auch schon selber besucht. Ich liebe diesen Stein, ich finde den ganz toll. Ich muss das kurz ablesen, weil ich kann mir diesen Text definitiv nicht merken. Und zwar steht auf diesem Stein, auf Deutsch übersetzt jetzt: Tola ließ diesen Stein zum Gedenken an ihren Sohn Harald, den Bruder von Ingvar, errichten. Sie reisten tapfer weit für Gold und im Osten gaben sie dem Adler Nahrung. Sie starben im Süden in Serkland. Also man sieht, dass es ein häufiges Schema bzw. eine häufige Formulierung ist: X stellte diesen Stein für Y auf, der vielleicht das und das gemacht hat. Also das ist so das häufigste, was man an Formulierungen findet. Also das Design von diesen Runensteinen ist meistens so, dass es quasi eine Schlange ist, in der die Runen stehen. Also von Kopf bis zum Fuß der Schlange. Geht auch oft so im Kreis dann. Und früher waren halt viele Steine bemalt. Also die waren dann rote Runen auf grauem Stein. Das ist heutzutage leider meistens verblasst. Aber es ist rekonstruierbar. Ich kann euch mal ein Foto irgendwo hier einblenden. Also man kann das rekonstruieren. Zum Glück. Also um mal zu meinem Fazit zu kommen, warum sind Runensteine überhaupt noch von Bedeutung für uns? Runensteine geben uns einen Einblick in das Leben und Sterben in der Wikingerzeit. Auch wenn wir nicht alles perfekt deuten können, und das soll auch gar nicht das Ziel sein, aber wir bekommen wichtige Informationen über die Menschen und wie ihr Leben aussah. Wir bekommen einen ganz guten Einblick in ihr Leben. Und ich persönlich finde das total spannend, was wir dadurch lernen können, und vor allem, dass es auch noch halt Runensteine zu entdecken gibt. Also ich bin mir sicher, dass wir noch nicht alle gefunden haben. Wie so oft in der Archäologie. Wir werden, glaube ich, nie alles finden.
Und das soll ja auch eigentlich gar nicht das Ziel sein. Aber es gibt noch so viel da draußen zu entdecken und das finde ich so interessant an diesem Fach. Also falls euch das Thema Rundsteine tiefergehend interessiert, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare oder falls ihr irgendwelche Fragen habt, falls ich was komisch erklärt haben sollte, dann fragt mich gerne in den Kommentaren danach und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!